Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Immer noch kein Vanlife, weil wir sind nach wie vor in Deutschland, zu Hause in Marsch, warten sehnlichst auf die Pässe mit dem US-Visum drin. Wir haben es immer noch nicht. Dafür ist heute was ganz Besonderes. Vor 8 Jahren gab es den letzten großen Faschingsumzug hier. Wir haben mega Glück und sind rechtzeitig zum Faschingsumzug wieder hier, 2025. Und es sollen 80 Gruppen mitlaufen, also richtig, richtig groß. Und da gehen wir jetzt hin. Genau, und verkleidet bist du auch? Ja, ich bin ein Cowboy und Simon ist Simon. Ja, aber der hat Winterjacke und Mütze auf und Handschuhe dabei. Das ist auch nicht so ganz gewöhnlich für uns. Haben wir die letzten 2,5 Jahre nicht gehabt. Das stimmt. Also gehen wir mal in der Ortskern und gucken uns Die Party an. was da abgeht an Fasching in Marsch. Ja. Auf den Bällen, wir verpennen unser Geld. Wir sind Malle verrückt. Heutiger Sponsor des Videos ist die Firma LF Bros, der Spezialist für Dieselstandheizungen. Und zwar haben wir hier eine richtig coole externe Heizung, die ihr Höhe-Kit gleich integriert hat. Sie kann an 12 Volt betrieben werden oder hat auch ein Netzteil dabei für den 230 Volt Betrieb. Daher nicht nur im Wohnmobil gut geeignet, sondern auch im Pavillon oder in der Garage, wo es gebraucht wird. Wir haben sie schon in Betrieb gehabt. Da drüben unseren kleinen Raum, den wir euch nachher im Video zeigen, zu heizen. Und das Teil kommt komplett fix und fertig mit allem Zubehör dabei. Bedienteil, Auspuff, also wirklich absolutes Komplettset. Höhe-Kit habe ich schon erwähnt. Hat 5 Liter Diesel direkt hier rein in die Box. Also alles mobil, mega gut. Regelung kann auf größter Stufe betrieben werden. Und kann dementsprechend aber auch bei Erreichen dann der eingestellten Temperatur über das Display automatisch runterregeln und läuft dann weiter in der kleinsten Stufe. Die Heizung, die wir jetzt hier haben, das ist die N2T und die hat 5 kW, das ist richtig mächtig viel Leistung, sodass es auch problemlos ausreicht, ein großes Wohnmobil damit zu beheizen. Wir bedanken uns bei der Firma LF Bros, die es uns ermöglicht hat, das Video zu produzieren. Alle Links zu der Firma in der Beschreibung. Von uns absoluter Tipp. Und jetzt weiter mit unserem Video. Unser US-Visum hält uns weiterhin auf Trab. Also exakt eine Woche nach dem Interviewtermin in Frankfurt auf dem US-Konsulat kam mein Pass mit dem Visum jetzt tatsächlich an. Der wurde mit UPS gestern gebracht, aber Simons Pass, der fehlt immer noch. Der wurde irgendwie erst 2 oder 3 Tage später fertig, kam jetzt eine E-Mail. Problem ist nur, ich habe das nicht verstanden, weil ich nur eine E-Mail-Adresse angegeben hatte und habe zusammen mit meinem Pass quasi auch den Versand für seinen bezahlt, was immerhin stolze 22,90 € sind, pro Pass wohlgemerkt. Und jetzt hoffe ich, dass die das trotzdem irgendwie zu seinem Pass zuordnen können. Und der die Tage dann auch noch kommt. Ansonsten erreichen wird man da wahrscheinlich niemand. Dann müssen wir es vielleicht doppelt bezahlen. Das wäre natürlich richtig blöd. Vor allem, wir brauchen ihn ja auch. Aber was ich gut finde, die haben uns einen Vermerk gemacht, dass der ESTA-Eintrag geprüft wurde. Ich hoffe, das hilft uns dann an der Grenze Mexiko-USA, dass es da zu keinen Fragen kommt oder die nochmal nachrecherchieren, was denn damals war und wir dann vor allem auch einfach über die Grenze kommen, weil das letzte Wort
hat halt immer noch der jeweilige Grenzbeamte und ich hoffe, dass uns das einfach hilft. Ja, und während wir auf Simons Pass warten, wird es uns nicht langweilig. Wir haben jede Menge zu tun. Heute düsen wir nach Karlsruhe und besuchen zwei richtig gute Freunde von uns, den Christian und den Mario. Die zwei haben eine Firma für Automedia, also die kümmert sich um alles, was mit Elektronik im Auto zu tun hat. Freisprecheinrichtungen, Navigation, Alarmanlagen, rüsten aber auch Wohnmobile nach mit Solar und mit Rückfahrkameras etc. pp. Alarmanlage vor allem und auch Kamerasysteme in allen Formen. Ja, und die beiden besuchen wir heute, gehen mit ihnen Mittagessen und schauen mal in ihren Laden rein. Wir waren nämlich schon jahrelang nicht mehr da, 2,5 Jahre oder 3, solange wir jetzt halt unterwegs waren. Und vielleicht haben sie ja einen coolen Camper dastehen. Mal gucken. Wir sind angekommen bei der Automedia in Karlsruhe Neureuth. Jetzt hoffen wir auch, dass jemand da ist und sie nicht gerade Mittagspause haben. Schau. Da steht tatsächlich was richtig dickes. Alter Schwede. Ein Hochhaus. Hallo Christian. Hi Julia, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, fast 3 Jahre. Und Weltreise, hä? Ja, und mit ein paar Zwischendingern, gell? Und wieder kurz in Deutschland und dann wieder zurück. Ja, nicht ganz so wie gedacht. Hoffen wir mal, dass das klappt mit dem Visa, gell? Und so. Auf jeden Fall. Ja, ihr habt gesagt, ihr wollt mal so ein bisschen beschreiben, was wir so machen. Das ehrt uns natürlich und freut uns. Wir haben heute ein ganz spezielles Teil da vom Dirk. Das ist ein MAN-LKW. Das ist ja riesig. Ja, passt gerade so rein auf den Zentimeter. Wir haben vorne schon Fernseher, also unseren Abstimmfernseher schon wegschrauben müssen, dass das irgendwie funktioniert. Dass auch reinpasst. Und das ist maximale Größe. Also im Sommer machen wir noch größere, so Morello, Niesmann und Bischof und so, aber da bleibt dann das Tor offen. Aber das macht uns dann nicht so viel aus. Grundsätzlich haben wir hier ein paar Sachen eingebaut, das können wir vielleicht später nochmal zeigen. Ich beschreibe es mal ganz kurz. Also wir haben ein 360° Birdview Kamerasystem von Alpine eingebaut. Das macht die Draufsicht Genau, also das entscheide ich im Prinzip in der Konfiguration, was dann der Kunde sieht. Das bespreche ich natürlich mit dem Kunden, was ihm wichtig ist. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 6, 7, 8 Fahrzeuge gemacht und jeder Kunde hat so ein bisschen andere Bedürfnisse, ja, was er gerne sehen würde. Wo was individuell dann auch. Ja, genau, weil du kannst ja das frei konfigurieren, also das meiste zumindest, und du kannst eine Draufsicht von oben, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Du kannst die Kameras direkt anwählen. Wichtig ist halt, gerade bei diesen großen Wohnmobilen, wo das Heck dann einfach beim Lenken ausschwenkt, ja, ist es zum Beispiel beim Dirk sehr wichtig, dass du das Heck siehst, ja, und deswegen habe ich für ihn speziell das so konfiguriert, dass er immer die Heckpartie einfach damit hat, ja, also mit auf dem Bildschirm hat. Ja. Dann haben wir noch ein Ruder eingebaut, damit er auch mal einen vernünftigen Internetempfang, einen 5G-Router hat. Und was der Clou hier noch ist, wir haben einen sogenannten Drive Recorder, also das ist eine separate Blackbox eingebaut, die mit ans WLAN angebunden wird, und er hat jetzt somit die Möglichkeit, auch wenn er jetzt nicht am Wohnmobil ist, jederzeit auf die Kameras zuzugreifen. Um zu schauen, was passiert da. Was ist im Innenraum? Und ich habe ja bei euch schon in Videos erfahren, dass ihr gerade beim Verschiffen auch vom Fahrzeug, dass da viele Sachen passieren. Das heißt, da ist keiner da, du bist ja selbst im Flugzeug oder so, ja, und somit kannst du jederzeit über deine App darauf zugreifen und siehst die Außenkameras, was Sache ist, also auch im Laptop oder iPad oder wie auch immer. Und das ist eine ganz coole Sache und Sicherheitsaspekt auch, ja, sowohl beim Fahren als auch wenn du nicht dabei bist. Die 360-Grad-Kamera klingt richtig interessant, kannst du mir mal zeigen? Ja, natürlich, gehen wir doch gerade mal hin. Was für ein Wahnsinnsteil, oder? Ich glaube, da ist unser Van so ein Spielzeugauto dagegen. Die Maße sind schon krass und da kann ich auch verstehen, dass man sich nicht allein aufs Gefühl oder auf den Spiegel verlassen will, sondern halt auf eine Kamera. Und ich bin jetzt echt spannend zu sehen, wie das auf dem Bildschirm dann aussieht. Das sieht ja echt krass aus, richtig Vogelperspektive.
Ja, also Alle Ecken. du siehst im Prinzip, wir haben jetzt hier einfach mal ein Bild gemacht, wo du von vorne mit der Drohnenansicht aufs Auto guckst und hier hast du im Prinzip immer ein 360-Grad-Bild, dass du das gesamte Fahrzeug und das Umfeld sehen kannst. Dann haben wir hier einen Taster, wo man entsprechend verschiedene Ansichten, die ich programmiert habe, man sieht hier zum Beispiel auch mal Vorne, schöne hinter. Spinnweben, Ja. von unserem Tor. Wir sind hier sehr eng. Im Fahrzeug haben wir eine Dachkamera und da kommt noch eine. Also wir sind noch nicht ganz durch, aber ihr habt uns auch ein bisschen überrascht heute. Ja. Entschuldigung. Deswegen halte ich auch den Monitor noch in der Hand. Die Halterung, die kommt erst morgen und dann gibt es irgendwann ein fertiges Konzept. Aber ich glaube, das macht das Fahren auf jeden Fall viel, viel einfacher mit so einem Riesenteil. Ja, und sicherer vor allem. Ja. Definitiv. Gerade tote Winkel und Ja. alles kommt eigentlich fast ausgeschlossen und darum geht es ja eigentlich auch. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ihr mehr über die Alpine 360 Grad Bird View Kamera wissen wollt, dann verlinken wir euch hier das Video dazu. Da gibt es dann nochmal alle Details und Infos. Wir wollen euch jetzt ja nicht langweilen. Aber eins steht fest, in unserem nächsten Van will ich das auch haben. Das macht Manövrieren auf jeden Fall viel, viel einfacher und ich finde es richtig, richtig cool. Ja, wir bedanken uns für euren Besuch. Hoffentlich kommt ihr wieder gut zurück nach Mexiko und dann weiter in Richtung Amerika und Alaska. Wir wünschen euch einen guten Trip. Dankeschön, Christian. Gerne, ciao. Mittlerweile ist mehr als Halbzeit unseres Deutschlandaufenthalts. 5 Wochen sind wir ja da. Die Zeit rennt und es gibt auch gute Nachrichten. Nämlich auch mein Pass ist angekommen, fast 1,5 Wochen später wie deiner oder so. Und wir haben ihn nochmal bezahlen müssen, aber es hat geklappt. Visum klebt drin, Vermerk ist drin. Somit, ja, wir sind Stattler für die USA. Genau, und das vielleicht nochmal als Tipp. Also wenn ihr ein Visum beantragt, dann gebt auf jeden Fall wie möglich 2 verschiedene E-Mail-Adressen an, damit euch nicht das passiert, was uns passiert. Ich hatte ja jeweils nur eine, nämlich meine E-Mail-Adresse angegeben und es war halt überhaupt nicht ersichtlich, welcher Pass fertig ist. Da stand weder die Passnummer noch der Passname des Inhabers und deswegen wusste ich halt nicht, dass nur ein Pass fertig ist und nicht 2 und habe es dann eben für beide bezahlt, obwohl es nur einer war und dann muss man es eben nochmal bezahlen, weil die das nicht zuordnen konnten. War ein bisschen ärgerlich, aber egal, wir haben es und freuen uns jetzt natürlich riesig drauf, dass die Reise doch noch weitergehen kann wie geplant. Durch die USA bis nach Alaska und ein Stück durch Kanada. Allerdings hat uns das ESTA-Drama natürlich den Zeitplan völlig über den Haufen geschmissen. Wir hatten ja eigentlich vor, September, Oktober, November die ersten 3 Monate in Amerika zu verbringen und dann nochmal nach Mexiko zurückzugehen, auf der Baja zu überwintern und halt im Frühjahr, Februar, März Anlauf zu nehmen, Kaliforniens Küste entlang bis nach Alaska. Ja, die ersten 3 Monate fehlen jetzt halt, der Winter kommt aber zwangsläufig irgendwann wieder, das Zeitfenster ist knapp. Und ich würde sagen, wir zeigen euch einfach mal an der Stelle jetzt, wie denn unsere Route aussieht und unsere Reisepläne für die nächsten Monate. Am 26. Februar geht es für uns endlich wieder zurück nach Mexiko. Unser Flug führt uns von Frankfurt über Amsterdam nach Mexiko-Stadt, wo unser Wohnmobil bereits sehnsüchtig auf uns wartet. Von Teotihuacan aus begeben wir uns auf den Weg Richtung Norden. Einmal quer durch Mexiko, durch faszinierende Landschaften und vorbei an Orten, die wir großteils schon kennen, bis an die US-Grenze. Und dann beginnt der neue, heiß ersehnte Abschnitt unserer Reise. Wir wollen durch den Westen der USA mit Stopps in Arizona, wo natürlich der berühmte Grand Canyon nicht fehlen darf. Weiter geht's nach Utah mit seinen beeindruckenden Felslandschaften, dann nach Nevada ins Death Valley, bevor wir an die Pazifikküste kommen. Durch Kalifornien, hoch nach Oregon und weiter durch Washington. Unser großes Ziel, Alaska. Doch was danach passieren wird, ist derzeit noch völlig ungewiss. Theoretisch könnten wir von dort aus noch über 7000 Kilometer bis nach Halifax fahren. Aber ob das dieses Jahr noch klappt? Der Winter kommt schneller, als man denkt. Und wir wollen auf keinen Fall in Eis und Schnee feststecken. Ja, bis dahin haben wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Zeit hier, aber die rennt auch wie verrückt. Wir haben nämlich jede Menge zu tun. Ist natürlich auch schön, Freunde treffen, Familie treffen,
hier und da jemand treffe, das ein oder andere kleine Video zu drehen. Und ja, geht so schnell, kann man gar nicht glauben. Ne? Eingeladen hier, eingeladen da, aber Ja. ist auch schön. Ist es. Und es ist so schön, einfach wenn man so langjährige Freunde hat wie wir. Also wir sind mit vielen unserer Freunde einfach schon seit weit über 20 Jahren, seit der Schulzeit oder sogar seit 30 Jahren befreundet. Und man kann einfach direkt da anknüpfen, wo man aufgehört hat. Es ist, als wäre man nie weg gewesen. Stimmt. Und meine besten Freundinnen, zwei meiner langjährigsten, haben mich auch mit einem ganz wundervollen Geburtstagsgeschenk überrascht. Und sie haben mir einfach Zeit geschenkt. Aber nicht nur irgendwie, sondern einen Wellness-Tag samt Übernachtung in einem 4-Sterne-Ess-Resort in Rheinland-Pfalz mit Wellness, mit Mittagessen, Kaffeekuchen, Abendessen, Frühstücksbuffet. Und es hat einfach so gut, nach so langer Zeit mal wieder mit so engen Freunden zusammen zu sein, einfach sein Herz auszuschütten und ja, zu erzählen, was jeder so in den letzten 2,5 Jahren erlebt hat. Und es war eine richtig schöne Zeit und eine grandiose Überraschung. Also ich glaube, so ein schönes Geschenk habe ich wirklich noch nie bekommen. Von daher nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an Sabrina und Sabina. Und ja, das steigert natürlich auch die Freude, irgendwann dann nach der Reise auch mal wieder zurückzukehren. Wie auch immer es weitergehen soll und wie lange wir noch reisen, genau, das wissen wir ja noch nicht wirklich. Aber auf jeden Fall ist schön zu wissen, man kann immer wieder nach Hause zurückkommen und das sind Leute, die auf einen warten und sich über einen freuen. Genau. Und im Moment sitzen wir gerade im Kinderzimmer von der Julia. Wir pendeln jetzt die ganze Zeit immer oben bei meinen Eltern. Da sind ja unsere Sachen eingelagert. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Hier was zu erledigen, da oben. Da ist man auch irgendwie ständig am... Ja. Aber ja, ist in Ordnung, so wie es ist. Und die Mamas betteln sich auch, wer kochen darf abends. Das ist richtig. auch ganz nett. Also Kochduell. wir haben bisher, glaube ich, erst einmal gekocht und ansonsten waren wir wirklich immer irgendwo entweder zum Essen eingeladen oder wir waren mit Freunden essen. Ja. Draußen schneit's. Ja, heute schneit's. Ich habe den Rollladen hochgezogen und habe meinen Augen nicht getraut. Da kamen richtig dicke, schwere, nasse Schneeflocken. Ja, Schneeflocken runter und es sah aus wie Puderzucker und ich finde, das macht die Welt dann irgendwie auch mal so leise und schön gleich. Ich glaube, er hält nicht lang, ich denke, er taut schnell weg, aber war unser erster Schnee seit den Rainbow Mountains in Peru und ich glaube, das ist jetzt schon mindestens 1,5 Jahre her. Ja. Genau. Ja, Ersatzteile haben wir jede Menge bestellt. Die lagern auch oben bei meinen Eltern, wo wir dann auch die Koffer schon bald irgendwann dann mal wieder packen müssen, Stück für Stück. Ach, was das alles ist, wir sind nachher oben, das zeigen wir euch einfach kurz. Ja. Und dann ist es auch so, wir werden ja auch immer gefragt, wie geht es denn nach der Reise weiter, wie lange wollt ihr reisen? Da haben wir natürlich eine Vorstellung, auch was die Wohnsituation später da mal betrifft. Und auch das wollen wir euch einfach nachher mal ganz kurz zeigen. Das heißt, wir packen hier zusammen und wandern einmal durch die Ortschaft Genau, bis ans hoch andere zu meinen Ende. Eltern. Ja. Und von da sehen wir uns gleich wieder. Wir haben die Location gewechselt, sind mittlerweile bei Simons Elternhaus angekommen. Und ich zeige euch jetzt mal noch kurz, was wir an Ersatzteilen schon alles organisiert haben und dann in 1,5 Wochen mit nach Mexico City zurücknehmen müssen. Wir haben einmal bestellt Ersatzteile für den Service, also Luftfilter, Öl- und Dieselfilter, Bremsbeläge, alles was man halt fürs Auto braucht. Einen neuen Turboschlauch, schon den zweiten, weil damit hatten wir ja leider massiv Probleme. Den haben wir jetzt schon einmal mit Erbsendosen und Maisdosen gepflegt. Das hat eigentlich richtig gut gehalten. Dann hatten wir einen neuen, der wurde uns mit nach Costa Rica gebracht. Und der ist uns keine 100 Kilometer später wieder um die Ohren geflogen. Ich hoffe, der ist stabiler und hält besser. Daumen drücken. Dann haben wir hier von Thule auch ein riesen Dankeschön für die Orga der Ersatzteile. Haben wir nämlich bekommen ein neues Lüfterrad für unseren vorderen Dachlüfter. Das ist ja durchs UV spröde geworden und Simon hat mit Sekundenkleber und Backpulver geklebt. Aber der neue ist natürlich besser. Von Thule haben wir auch nochmal Ersatzrollo bekommen, also für den Fliegenschutz. Das war nämlich auch ausgebrochen, also Dankeschön an die Firma Thule. Dann haben wir endlich Spannbetttücher in 70 cm Breite. Unsere alten waren ja auch total
kaputt. Und in Mexiko gab es sie nicht, in den USA auch nicht, weil die alle nur ihre King-Size und Queen-Size-Maße haben. Hier konnten wir es jetzt bestellen und können es mitnehmen. Das ist auch richtig gut. Hat das Provisorium mit Handtüchern und Pareo endlich ein Ende. Ja, und dann haben wir hier noch was ziemlich Herausforderndes. Und zwar haben wir ja auch immer mal wieder Probleme mit unseren hinteren Stoßdämpfern, weil die Aufnahme da nicht so ganz gepasst hat und die mittlerweile einfach völlig durch sind. Und da ein fettes Dankeschön an die Firma Marquardt Stoßdämpfer. Wir verlinken euch die auch gerne in der Produktbeschreibung, weil die wirklich sehr hilfsbereit und zuverlässig sind. Die haben jetzt auch nochmal so eine extra Aufnahme für unser Fahrzeug mitgegeben für den Renault Master. Aber die Stoßdämpfer haben ein riesengroßes Problem, und zwar, weil es Öldruckstoßdämpfer sind und die halt unter Druck stehen, dürfen wir die nicht in der Passagiermaschine transportieren. Das heißt, wir können sie nicht im Flugzeug mitnehmen. Das gilt für Stoßdämpfer generell. Also wenn ihr sowas auch vorhabt, Gasdruck- und Öldruckstoßdämpfer gehen nicht in der Passagiermaschine. Wir haben das zum Glück von anderen Reisenden vorher per Zufall gehört. Ansonsten wären wir sicherlich da mal wieder in eine Falle getappt und wären am Flughafen gestanden, hätten die Dinger im Gepäck gehabt und sie hätten sie uns weggenommen. So konnten wir jetzt bei der Airline anfragen. Also ich habe bei Aeromexico und KLM eine Anfrage gestellt. Das war auch nicht so einfach. Telefon-Hotline geht keiner ran. Über den WhatsApp-Chat ging es dann aber ganz gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Anfrage wurde abgelehnt. Und eine Bekannte von uns, eine gute Freundin, danke liebe Heike, hat sich darum gekümmert, dass wir jetzt die Dinger per Kurier versenden können. Kostet halt $150. Aber wenn sie denn dann ankommen, dann ist uns das auf jeden Fall wert, weil wir brauchen sie einfach. Und dann hoffen wir, dass der Versand per DHL in die USA dann funktioniert und wir die Teile dann ganz bald haben und an unserem Van tauschen können. Und dann möchten wir uns noch ganz, ganz herzlich bei Stefan und Sabine bedanken. Die kennen wohl unsere YouTube-Videos und sind dadurch auf uns gekommen, haben uns dann eine E-Mail geschrieben, eine ganz liebe, dass sie auch schon häufig mit Mietwagen und Wohnmobil gemieteten in Kanada und in den USA unterwegs waren. Und sie hätten noch so viele Reiseführer und Straßenkarten, ob wir die nicht haben wollten. Und jetzt schaut mal, was die uns geschickt haben. Ein Karton voll mit Reiseführern, die sind auch noch ziemlich aktuell. Tatsächlich haben wir nicht einen davon. Ich denke mal, die ganze Kiste werden wir nicht mitnehmen können, weil Bücher haben halt echt ordentlich Gewicht. Aber ich habe jetzt schon mal ein paar rausgesucht. Auch eine Straßenkarte, Nationalparkführer, auch mit Wanderwegen. Und das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da können wir bestimmt von profitieren. Die haben uns auch nochmal einen ganz, ganz lieben Brief geschrieben und sogar nochmal ein paar US-Dollar reingelegt, die sie übrig hatten. Also unglaublich nett. Und das ging uns schon ganz oft ans Herz. Also wie toll sich wirklich die Vanlife- und Reise-Community unterstützt. Gestern waren wir zum Beispiel in Hohenwettersbach, nicht weit von uns entfernt, halbe Stunde Fahrtweg, bei Ronald und Rita zum Kaffee eingeladen. Die sind auch auf YouTube aufmerksam geworden auf uns und die haben witzigerweise auch einen Renault Master, aber einen teilintegrierten und waren damit schon ganz lang, ich glaube über 2 Jahre in Afrika unterwegs und die wollen jetzt auch verschiffen von Südafrika nach Uruguay und dann eben auch die Panamerikaner fahren. Und es war auch so ein netter Abend, also wir hatten schon so viele schöne Begegnungen, jetzt auch nette Kontakte, das ist richtig, richtig cool. Und deswegen haben wir auch wieder richtig Bock, ganz bald in 1,5 Wochen ins Abenteuer Vanlife Panamerikaner zu starten und dann endlich in die USA zu fahren. Genau, so der Ersatzteilstand. Ich glaube, mittlerweile haben wir auch alles. Ach ja, und das Allertollste liegt im Keller. Das kam heute, das zeigt euch jetzt gleich der Simon, würde ich sagen. Und wenn auch du uns und unsere Reise unterstützen möchtest, hast du dafür viele verschiedene Möglichkeiten. Und zwar kannst du bei uns eine Kanalmitgliedschaft abschließen auf YouTube, Patreon werden oder uns einfach eine Kleinigkeit für unsere Kaffee- oder Dieselkasse per PayPal zukommen lassen. Vielen Dank. Und schon sind wir im Keller. Davon hat Julia gesprochen. Ein nagelneuer Satz Falken, Wildpeak AT3. Vielen, vielen Dank an die Firma Falken. Unsere alte Reifen haben ja 60.000 Kilometer geschafft und die sind wirklich komplett platt. Und die hier haben wieder so richtig schönes Profil. Ja, wie bringen wir die nach Südamerika? Wir haben tatsächlich auch eine Lösung gefunden, wie das funktioniert. Wir haben nämlich jemanden, der verschifft seinen Van darunter und der packt uns die
mit in den Van und wir können sie in Mexiko von ihm einsammeln. Also wirklich ideal, hätte nicht besser laufen können, wenn man das so planen wollte. Nicht möglich. Super gut, 4 neue Reifen für uns. Viele fragen uns ja immer, wie es nach der Reise weitergeht. Was sind überhaupt die Pläne? Und mal ganz grob haben wir geplant, jetzt dann noch ungefähr ein Jahr, also sprich bis vielleicht Mitte März nächsten Jahres unterwegs zu sein, bis nach Alaska hoch. Und ja, wie soll es danach weitergehen? Deswegen stehe ich jetzt hier draußen auf der Terrasse und da wird dann dieser Raum, der ans Haus meiner Eltern angrenzt, interessant. Da nehme ich euch gleich mal mit rein und erzähle euch mehr. Aber erstmal, das ist meine Nichte. Hallo, ich bin Emily. Ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse. Und ich freue mich sehr arg, dass Simon und Julia wieder da sind. Das ist lieb von dir, liebe Emily. Wir haben die Emily auch ganz arg vermisst. Wir haben ja als ab und zu auf der Reise Axolotl gefunden. Das ist ihr Lieblingstier, richtig? Ja, haben wir ihr Bilder geschickt. Immer schön mit ihr telefoniert. Da haben wir uns immer gefreut. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Waren schon im Schwimmbad zusammen. Das ist nämlich eine Wasserratte. Ja, ich schwimme sehr gerne. Und jetzt gehen wir mal rein und zeigen den Leuten, oder? Ja. Was wir mit dem Raum da vorhaben. Auf geht's. Und schon ein Zimmer in dem Raum hier, der wurde irgendwann mal ans Haus von meinen Eltern angebaut. Aktuell ist das hier das Blumenzimmer, das Fitnesszimmer und wir haben da die Gartenmöbel von den Eltern ein bisschen gelagert. Gell, Emily? Ja. Der Opa macht hier Sport momentan. Ja. Sonst ist der Raum eigentlich leer. Und genau das ist das Interessante. Und von dem Raum aus hier hat man nämlich einen wunderbaren Blick in den Garten. Und wir könnten uns vorstellen, das hier mal zu unserer kleinen Tiny House oder Tiny Wohnung umzubauen. Das ist eine gute Idee. Da freut sich dann auch die Emily, wenn wir wieder in der Nähe wohnen, gell? Ja. Dann können wir immer Quatsch machen. Ja. Ja, richtig. Und ich erkläre euch einfach mal kurz, was wir mit dem kleinen Raum hier eventuell vorhaben. Und zwar hat der Raum hier aktuell 24,5 Quadratmeter. Das klingt ziemlich klein, aber wenn man das natürlich vernünftig und gescheit irgendwie umbaut, dann lässt sich da drin schon leben. Grundsätzlich haben wir uns einfach mal überlegt, was denn so möglich wäre. Habe auch schon ein paar Kumpels da gehabt, die alle irgendwie mit dem Bau zu tun haben. Das, was wir uns überlegt haben, ist alles machbar. Das ist schon mal sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr ja, hier mal drüber geschaut habt, was für verrückte Ideen wir haben. Und wir stellen uns hier vor, dass wir eventuell die Wand da drüber komplett entfernen. Dann gibt es hier noch einen kleinen Balkon, der 1,30 Meter rausgeht, dass wir das Ganze dann nach außen verlängern, die Wand weiter voraussetzen. Dann hätten wir nämlich schon 30 Quadratmeter. Dann könnte man in den hinteren Bereich eine Wand mit Tür einziehen, wo dann das Bad und so weiter ist. Die Installation sollte ganz gut machbar sein, weil unten drunter die Garage sind. Das heißt, unten drunter Rohr durchbohren, die ganze Verrohrung in der Garage. Ideal eigentlich. Und dann haben wir hier oben, wo man die Dachgerade sehen. Und dann kommt hier ja eine Schräge. Die Schräge müsste eigentlich komplett bis oben durchgehen. Das ist praktisch so ein Dreieck, wo jetzt eine Zwischendecke drin ist. Und da sollte es möglich sein, dass wir dann da oben in irgendeiner Form uns eine Plattform bauen, im Prinzip über das Bad, das dann unser Schlafzimmer gibt. Ich habe mal die Position gewechselt. Die Wand, Bad nach hinten, dann einen Trepperaufgang in den Schlafbereich. Hier rüber über die ganze Wand haben wir uns überlegt, dass man dann da dementsprechend die Küche integrieren könnte und dann die komplette Front da vorne zum Garten raus ebenfalls komplett rausmacht. Eine komplette Glasfront mit Schiebetür. Dann hätte man einen wunderbaren Blick in den riesengroßen schönen Garten und hätte dann dort im Prinzip unseren Eingang in die Wohnung. Man könnte dann irgendwo hier den Esstisch integrieren. Dahinter haben wir ja Küche, da kommt man rein. Irgendwo ein kleiner Holzofen, Ofenrohr durchs Dach oben raus. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen kleinen Fernseher und eine kleine Couch.
und hätte dann eventuell unsere eigene kleine Homebase sozusagen. Das Ganze hätte natürlich einen riesengroßen Vorteil. Wir hätten was, im Endeffekt gehört es uns und wir haben für die Zukunft alle Möglichkeiten. Das heißt, egal was kommt, man kann zuschließen, kann die nächste Reise starten oder eine Kurzzeitreise, kommt zurück und weiß immer, man hat doch sein kleines eigenes Zuhause. Schreibt uns doch gerne mal in die Videokommentare, was ihr von unserer Tiny-Wohnungsidee haltet. Könntet ihr euch auch sowas vorstellen? Für uns ist jetzt wahrscheinlich leicht machbar. Von 6 Quadratmeter im Van kommend auf 30 ist es eigentlich eine coole Sache. Und eben die Fixkosten so niedrig wie möglich zu halten. Wenn man aus 200 Quadratmetern kommt, ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber Tiny House ist ja ein Riesenthema aktuell, deswegen interessiert uns brennend eure Meinung, was ihr davon haltet. Ja, und jetzt freuen wir uns aber erstmal, die Reise fortzusetzen und euch dann im nächsten Vlog endlich wieder von On the Road berichten können. Für uns geht es ja am 26. Februar wieder zurück nach Mexiko und dann straight in die USA. Von da aus sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Vlog. Genau, Koffer packen, Abflug. Für euch heißt's liken, abonnieren, teilen und uns weiterverfolgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir drei, diesmal zu dritt, sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Dankeschön.